Typ der Geschichte: freie Arbeit. One-Shot. FSK-Rating: 12. Genre: Fantasy. Autor: Strawberry. Blumen. Die Sonne strahlte durch das Loch im Baum und liebkoste ihr zartes Gesicht. Gähnend richtete sie sich auf, schlug die Seidendecke beiseite und stand auf. Sie war eine Waldelfe, und Waldelfen waren klein und lebten in Bäumen. Zudem waren sie wunderschön, trugen luftige, leichte Kleidung und hatten durchsichtige Flügel, vergleichbar mit Libellenflügeln, jedoch sonderten sie beim Fliegen Glitzer ab, welches sanft runterrieselte und die Erde fruchtbar machte. Laurel schwebte zu ihrem kunstvoll geschnitzten Spiegel und kämmte sich ihr blondes, seidiges Haar durch. Dabei sah sie sich entschlossen in die Augen. »Heute werde ich es machen. Heute werde ich Tamani meine Liebe gestehen. Über Blumen würde er sich bestimmt freuen.« Sie lugte durch die Öffnung des Baumes und beobachtete die Tropfen des nächtlichen Regens, wie sie an den Blättern abperlten und zu Boden fielen. Der Wald roch frisch und angenehm nach saftigem Grün und warmem Regen. Laurel liebte diesen Geruch. Nachdem sie sich angekleidet hatte, flog sie gut gelaunt durch den Wald. Sie hatte tierischen Appetit auf Kayuma-Früchte. Das waren Früchte, die an Büschen wuchsen, sahen ähnlich aus wie Pflaumen. Das Fruchtfleisch war saftig und enthielt einen flüssigen Kern, der nach Honigwasser schmeckte. Die Früchte waren bei den Elfen heiß begehrt. Laurel fragte sich, ob Tamani wohl auch schon gegessen hatte. Sie ließ sich auf das weiche Moos nieder, pflückte eine Frucht und aß ihr Frühstück. Mit den Gedanken war sie bei Tamani. Sie liebte ihn, seit sie zusammen auf der Elfenschule gegangen waren. Jedoch hatte sie nie den Mut aufgebracht, ihm ihre Liebe zu gestehen, doch heute würde sie es tun. Heute war der große Tag. Die schönsten Blumen waren auf einer bestimmten Wiese. Es war mitten im Frühling, da würden die Blumen jetzt bestimmt wunderschön aussehen. Sie stand auf, stieß sich ab und flog geradewegs zu der Wiese. Jedoch wurde sie negativ überrascht. Die Wiese war kahl. Es war keine einzige Blume zu sehen auf der ganzen Wiese. Sie landete und stellte fest, dass wohl jemand vor ihr die Blumen gepflückt haben muss. Betrübt ließ sie die Schultern hängen und flog zurück zu ihrem Baum. Dann musste sie wohl Blumen kaufen. Sie griff nach ihrem winzig kleinen Portemonnaie und sah hinein. Nicht ein kleiner Taler war noch drin, sie war komplett bankrott, aber vielleicht würde der Blumenhändler eine Ausnahme machen. Sie stieß sich wieder ab und schwebte runter in die kleine Elfenstadt, wo bereits einige Elfen unterwegs waren. Als sie den Blumenladen betrat, stellte sie fest, dass die Auswahl weniger als gering war. Der Laden war wie leergefegt. Nur in einer kleinen Vase war noch eine einzelne Blume. »Guten Tag, ich möchte eine Blume kaufen für meinen geliebten Tamani«, sagte die kleine Elfe mit funkelnden Augen. »Aber leider habe ich kein Geld mehr. Ich wollte fragen, ob ich eine Blume ausnahmsweise umsonst haben könnte.« Der alte Verkäufer sah sie an. Er hatte das größte Herz der Elfen, so sagte man, deshalb nickte er leicht lächelnd und schenkte ihr die letzte Blume in seinem Besitz. Laurel freute sich und versprach ihm, das Geld für die Blume so bald wie möglich zurückzuzahlen. Freudig verließ sie den Laden. Sie stieß sich federleicht vom Boden ab und schwebte zum Baum, in dem Tamani lebte. Der Eingang war unten, weshalb sie vor dem Baum landete. Sie bemerkte, dass etwas in den Baum kunstvoll geschrieben wurde. Sie trat näher, um die Buchstaben zu entziffern. »Hier liegt Tamani, der Elf, begraben. Möge er in Frieden ruhen.« Flashbacks durchzuckten Laurels Kopf. Ihr Herz fing an, kräftig zu schlagen. »Tamani ist tot!« Dieser Schmerz war unerträglich für Laurel. Ihr Kopf dröhnte und zitternd ließ sie die Blume fallen, die neben den vielen anderen Blumen und Blumenkränzen sanft zu Boden glitt. Ihr wurde schwarz vor Augen. Laurel öffnete die Augen. Gähnend richtete sie sich auf und streckte sich. Sie schwebte zu ihrem kunstvoll geschnitzten Spiegel und kämmte sich ihr blondes, seidenes Haar. Dabei sah sie sich entschlossen in die Augen. »Heute werde ich es machen. Heute werde ich Tamani meine Liebe gestehen. Über Blumen würde er sich bestimmt freuen.«